Ist echt schön hier. Ich bin in Virchel, das ist ein Dorf in Ostfriesland und ist eins von 2 Dörfern, die in einem Modellprojekt teilnehmen, denn die wollen energieautark werden. Ja, Strom, Wärme, Mobilität, das wollen die alle selbst erledigen. Wie kann das funktionieren und wie kann man damit vielleicht noch Geld verdienen? Das schauen wir uns heute an. Über die Energiewende wird ja immer viel gestritten. Windkraft, Solar, Netze, Entgelte, jo. Was, wenn ein Dorf jetzt hergeht und sagt, das rechnen wir mal selbst durch? Wenn ich an ein energieautarkes Dorf denke, habe ich immer so ein bisschen Asterix und Obelix im Hinterkopf. Kann ich mir jetzt Virchel als ein gallisches Dorf der Energiewende vorstellen? Wer mir mehr dazu sagen kann, ist Thorsten. Ja, statt Muskelkraft und Zaubertrank habt ihr Sonne, Wind und Biogas. Wie kommt man auf so eine Idee? Die Idee, energieautark vielleicht zu werden, kam daher, weil wir in unserem kleinen Dorf hier die 5-fache Menge an Strom produzieren, als die wir brauchen. Wie kann ich mir jetzt ein energieautarkes Dorf vorstellen? Ja, energieautark heißt, dass wir alle Energiequellen sinnvoll in Einklang bringen. Wir haben hier Stromproduktion durch PV und Wind. Biomasse hat eine Produktion von Strom und Wärme. BRKW hat Strom und Wärme. Und wenn wir das alles zur richtigen Zeit für E-Lademobilität, Wärme für Wohnkonzepte, Wohnheizung zur Verfügung stellen können und vielleicht dann noch saisonal speichern, Sommer und Winter, dann haben wir eigentlich eine runde Sache. Jetzt habe ich ja den Revoluzzer im Dorf, den Thorsten, getroffen. Aber die Frage ist, was sagt denn der Bürgermeister Johannes? Die Gemeinde Virchel hat 850 Einwohner. Wir sind umgeben von Wald und Wiesen und ländlich geprägt. Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen. Ich finde die Idee von Thorsten natürlich genial. Wir sind auch eine Gemeinde, die sehr offensiv unterwegs ist und allen neuen Dingen gegenüber sehr aufgeschlossen. Ja, da rollt ja auch bald der Rubel in der Gemeindekasse. 8 Gigawatt Überschuss. Ja, das wäre was. Das könnte unsere Gemeindekasse gut gebrauchen. Ich sehe die Dollarzeichen schon in meinen und in den Augen meiner Ratskollegen. Die klammen Kassen in der Kommune sind ja überall bekannt. Das wäre für viele natürlich nochmal eine Erleichterung. Und wir können viele Projekte nochmal kurzfristig umsetzen. Das würde uns sehr gefallen. Ja, bist du ja absolut nötig, als Revoluzzer das umzusetzen. Das ist genau gerade das Ding. Wir haben hier die Möglichkeiten, wir haben so viel Windkapazität, wir haben Sonne, wir produzieren das 5-fache von dem, was wir benötigen und haben noch Möglichkeiten, uns noch zu erweitern. Repowering, Freiflächen-PV etc. Wenn diese 5 Anlagen repowert werden, bekommen die eine deutliche Leistungssteigerung. Wenn alle geplanten und angedachten Projekte umgesetzt werden, haben wir einen Energieüberschuss von 200 Gigawattstunden. Wo kommt die Solaranlage jetzt hin, also die PV? Die Solaranlage soll in diesem Bereich hier aufgebaut werden. Das sind ja 40 Hektar. Ne? 40 Hektar? 40 Hektar. Wie ist es aktuell? Wie viel Stromverbrauch habt ihr? Und ja, aktuell haben wir rund 2 Gigawattstunden an Verbrauch in einem kleinen Dorf. Und wir produzieren mittlerweile schon seit längerem das 5-fache. Wir haben 10 Gigawatt Produktion am Ort, nur an Strom. Was passiert denn jetzt konkret mit den 8 Gigawatt? Wo gehen die hin? Ja, die 8 Gigawatt, die sind erstmal über. Wir brauchen sie nicht mehr. Und im Nachbarort steht schon die nächste Windkraftanlage. Die haben auch alle Solar und PV. Also brauchen die das auch nicht. Also muss es über den Energieversorger weit weg transportiert werden, dass es in andere Regionen kommt, wo die halt nicht so gut aufgestellt sind. Aber es ist doch Geld, das euch im Dorf entgeht. Ja, und das ist gerade auch der Kern mit der Idee, wenn wir da vielleicht was Regionales schaffen können, wo wir auch im Ort davon was haben. Wenn du jetzt den Stromüberschuss hast, das passiert ja ganz vielen Dörfern auch so. Geht da nicht eine Menge Geld generell verloren? Ja, also mich quält schon seit Jahren der Gedanke, wenn ich Redispatch, das Wort alleine schon höre, Windparks, die abgeschaltet werden, abgeworfen werden, weil der einzelne Windpark kann nichts dafür, also wird er entlohnt und es verpufft Energie. Es könnte Energie produziert werden, aber es wird nicht abgenommen, es kann nicht abgenommen werden im Netz. Und das zahlen wir alle durch unsere Netzausfallgebühren und das tut weh einfach, weil es verpuffte Energie ist. Was sind jetzt aktuell die Herausforderungen, um energieautarkes Dorf zu bekommen? Die Kommunen, Landkreis Aurich, Leer, die Gemeinden mit ins Boot bekommen haben und auch noch andere Fördergelder, um damit eine Machbarkeitsstudie ausschreiben zu können. Diese wird gerade von einer Fachfirma erstellt
Und daran erhoffen wir uns dann ein konkretes Ergebnis, welche Energiebereiche wie am besten miteinander arbeiten können, welches Speichermedium das Richtige sein wird für den jeweiligen Energieträger und wie das Ganze in einem Gesamtkonzept miteinander harmonieren kann. Wie sieht es mit der Investition aus? Wer bezahlt das dann am Ende? Bindest du die Bürgerinnen mit ein? Ja klar, also ich kann das selber nicht entscheiden. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir einen Ankerpartner mit hinzunehmen könnten, der das Ganze Große stemmen will, der auch vielleicht einen Leuchtturm setzen möchte, der diese Technologie irgendwo mal als Demofeld quasi unser Dorf nimmt und vielleicht dann später die Vierlerinnen und Vierler damit dann mitpartizipieren können und mit dabei sein können. Auf der Skala von 1 bis 10. Wo siehst du dich als erstes energieautarkes Dorf? Auf 11. Nein, ich kann es aktuell. Ich bin sehr davon überzeugt, weil wir eben halt diese Möglichkeit, diese großen Summen an Überschuss haben. Wenn wir die richtig und sinnvoll einsetzen, bin ich mir sehr sicher, dass das gelingen kann. Von daher realistisch eine 7, 8 würde ich das schon geben wollen. Aber wenn es nach mir ging, ist es eine 11. Dankeschön.